Düfte, die immer gut ankommen. Ja, die möchte ich euch heute zeigen. Punkt. Düfte, die immer gut ankommen. 10 Stück, mehr muss man nicht wissen. Düfte, die einfach gut ankommen. Also nicht groß Titel, sondern einfach reinhauen. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Tag aus Hamburg. So, der erste ist der Blue Talisman oder Blue Talisman, wie auch immer. Ein sehr schön frischer, ja, verführerischer, fruchtiger Duft, der eigentlich das ganze Jahr funktioniert. Hier über eine schöne Birne kommt. Ne? Ihr wisst ja, eine Birne ist eine Birne mit einem sehr schönen Sprüher und eine DNA, die einfach schön ankommt, die aktuell sehr, sehr gut ankommt. Wir haben hier Birne, wir haben was Fruchtiges, wir haben was Kühles, wir haben in meiner Nase was Holziges im Background und der Blue Talisman ist einfach der OG. Ich sage der OG, weil es gibt so viele Nachbauten, ja, aber im Endeffekt ist der OG einfach der Beste, auch wenn die Nachbauten gut sind. Aber das Original bleibt das Original richtig schön. Wir haben eine gute Haltbarkeit von so 7 Stunden, 7, 8 Stunden. Und eine Sillage, die ersten 3 Stunden gut präsent ist, aber immer noch die ganzen Stunden immer wieder rumkommt und für andere Leute extrem stark ausstrahlt. Das ist mir in der letzten Zeit sehr gut aufgefallen beim Testen. Das werde ich gleich, oder da werde ich gleich noch was zu erläutern. So, genau. Wir kommen jetzt aber erstmal zu dem nächsten und das ist der Roma Uomo von Laura Biagiotti. Ja, hier haben wir den schönen Flakon. Ich hoffe, der Fokus sieht das. Dieser Duft, damit fing alles an bei mir. Das war im Endeffekt, also ich hatte davor schon Düfte, aber das war der erste Duft, den ich mir selber gekauft habe zu dieser Zeit, wo der rausgekommen ist, das erste Mal, Leute. Also ich mache das hier schon wirklich länger. Hier haben wir einen schönen, cremigen, leicht entspannten Zitronenkuchen. Wir reden hier aber nicht von den Chanel Edition Blanche. Das ist noch extrem viel süßerer, dichter, dicker Zitronenkuchen. Hier haben wir was Frisches. Auf jeden Fall einfach süßlich, zitrisch, cremig. So ist dieser Duft mit einer Aura, finde ich. Der Duft strahlt hat eine Aura um sich rum, die immer noch gut ist. Natürlich ist die Haltbarkeit, sagen wir, 6 Stunden ist er am Start, hat eine entspannte Sillage. Der war aber noch nie, man muss das wirklich sagen, er war jetzt noch nie ein Beast Mode. Das war auch früher kein Beast Mode, aber es war vielleicht ein bisschen stärker und es war natürlich von der DNA her dunkler, ein bisschen tiefer, aber nur minimal, weil ich habe noch die Vintage-Version. Ich kenne die natürlich und von denen Duft so und so. Und ja, schöner Flakon von Laura Biagiotti auf jeden Fall. So, und der nächste ist der Naxos von Searcher, einer meiner Signaturdüfte. Und ja, diesen Duft habe ich schon vorgestellt und gefeiert, bevor ihn Shindy in die Kamera gezeigt hat, whatever. Auf jeden Fall ein absolutes Biest, der ist von 2020 übrigens und das ist eine bombastische Sillage, eine bombastische Haltbarkeit. Da reden wir wirklich von über 15 Stunden mit einer starken Performance, was die Sillage angeht. Honig, Tabak, Vanille von allerfeinsten. Ein schönes Teil, immer noch nice. Die alte Version hüte ich natürlich. Die neue Version oder die aktuelle Version ist immer noch potent, stark. Lasst euch nicht irgendein Scheiß erzählen. Es ist einfach Fakt oder Faktum, wie ich sage. Der ist immer noch Performance am Start, wirklich. Ne? Vielleicht hat er die Tiefe nicht mehr ganz so, nein, klar, aber trotzdem, das ist schon ein Monster und ein, ja, Komplimenten. Also ihr bekommt extrem viel Komplimente für den Duft. So, ihr habt das hier schon gesehen. Bleu de Chanel ist der nächste als Eau de Toilette Version. Heutzutage steht hier Eau de Toilette, glaube ich. Das ist die allererste Version. Da stand es noch nicht. Finde ich auch ganz geil. Und ja, das ist eigentlich ein Duft, den kann man eigentlich gar nicht wegdenken. Das muss man wirklich sagen. Und wenn es da Hater gibt, die sagen, das ist uralt, das ist Blödsinn, das braucht man nicht mehr. Ganz ehrlich, der kann gar nicht out werden. Erstmal die Ladies, die Damen, whatever, die stehen hier auf diesen Duft. Wir haben auch hier eine schöne Fruchtigkeit, wir haben was sehr Kühles, Frisches auch hier und das macht diesen Duft aus. Die Bergamotte, das Zitrische, die Zitrone, all das übliche Spiel, was
man in grundsätzlich, sagen wir, frischen Sommer, das ist ein Ganzjahresduft. Aber was man bei Freshies, sag ich mal, hat, ist ja oft dasselbe. Und dann haben wir hier noch eine schöne Holzigkeit, die im Background mitschwingt. Das rieche ich immer so. Und die typische Chanel DNA. Das ist ein sehr cooles Teil. Immer noch, muss man sagen. Beschmiert sieht man natürlich alles. So sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Und ich muss sagen, dieser Duft performt 7, 8 Stunden, jedenfalls diese Version. Ich weiß nicht, wie das bei der neuen aussieht, aber schreibt ihr nicht die Leute, die jetzt schreiben, der hält 5 Minuten. Nein, natürlich nicht. Der hält 1 Minute 20, würde ich behaupten. Auf jeden Fall, ja, Chanel, Bleu de Chanel ist ein geiles Teil immer noch. Auch als Eau de Toilette. Auch wenn das Parfüm mein Lieblingsparfüm ist aus der Reihe. So, als nächstes haben wir den Zino Davidoff. Und Zino Davidoff, auch hier sieht man die Fingerabdrücke, das ist ebenso. Ich habe keinen Bock, die vorher alle sauber zu machen. Das machen wir hier, einfach ungeschnitten. Warum auch nicht? So, da haben wir den Zino Davidoff. Und ich habe auch noch die Vintage-Version übrigens, aber die brauche ich ja nicht zeigen, aber es gibt ihn noch. Leider wird dieser Duft verramscht. Er wird für 20 Euro verramscht in 125 ml. Und da fragt man sich denn, wer das oder wer den Duft noch nicht kennt, wie gut ist das eigentlich? Ja, das ist einfach eine Legende. So. Für mich der beste Barbershop-Duft, den es gibt. Viele werden, wenn ihr ihn riecht, an Anfang vielleicht sagen, oh nee, das ist nichts für mich. Aber lasst den mal ein bisschen wirken auf einen. Ja, der wird auch nicht so stark sein für viele, auch für euch nicht, aber für andere auf jeden Fall. Der ist präsent. Aber das ist auch so ein Duft, der kann in eurer Nase verschwinden und erst dann irgendwann ab und zu wiederkommen. Aber die DNA, ja, ist eigentlich einmalig. So eine DNA für diesen Duft gab es eigentlich früher nicht mehr. Jetzt Tom Ford hat so einen ähnlichen rausgebracht. Aber Zino, das ist Männlichkeit pur. Wir haben Rosenholz, wir haben Lavendel, natürlich deswegen auch dieses Barbershop-Feeling im vielen. Also gute Barbershop-Düfte haben auch Lavendel natürlich drin. Und dann haben wir ein bisschen Bergamotte, das ist so der Anfang. Und dieses Rosenholz harmoniert wirklich sehr, sehr nice und ist richtig lecker. Wir haben natürlich auch noch weiter Rose allgemein, so dieses Mittelteil oder Herznote ist sehr mit Rose bestückt. Also nicht am Anfang nur das Rosenholz, sondern auch Rose. Wir haben Amber, wir haben Patchouli natürlich. Wir haben sogar Vetiver drin, aber all das, dieses ganze Sandelholzer, dieses ganze Zusammenspiel macht den nice. Und wenn ihr so auf dem, ja, vielleicht in einer, wie nennt man die eigentlich, die Zigarren-Lounge sitzt, so in einem Ledersessel, Cognac dazu oder Rum meinetwegen auch, eine Zigarre raucht und dann dieser Duft. Besser geht es nicht, Freunde. Besser geht es nicht. So. Jetzt kommen wir zu den Überflieger der letzten Jahre, was Sommerdüfte angeht. Imagination von Louis Vuitton. Nein, natürlich nicht Beton, sondern Vuitton. Ja. So, und das ist der Duft. Ja, wir haben hier was Zitrisches. Und wir haben natürlich eine absolut geile Teenote. Und ja, muss ich noch viel zu diesem Duft sagen. Er funktioniert, er hält 8 Stunden lang, er spritzig, er ist wie gesagt zitrisch und hat eine schöne Teenote. Die Teenote, oder der Duft kommt an sich über die Teenote, ja, oft kopiert, aber nie erreicht. Da sind welche, die auch gut sind. Das ist wie bei dem Blue Talisman, aber das ist das Original und das ist im Endeffekt einfach immer am besten. Ja, in dem Fall wirklich, Louis Vuitton hat einfach auch seine eigene DNA. Schönes Teil. Ich finde, im Endeffekt sind die Flakons normal, oder schlicht, aber ich finde sie wirklich nice. So, mehr muss ich eigentlich zu dem Duft nicht sagen. Der nächste, ja, das sind alles Düfte, die einfach gut ankommen. Und der ist so sexy und Gucci bringt es wieder auf den Punkt. Gucci gilt die Elixier de Parfüm. Ja, und was soll ich zu denen sagen? Ihr habt ein bisschen, ihr kennt ja Reflection Man von Amorage. Wir haben was Blumiges, Orangenblüte, aber in süßer. So, und nun sagen viele, ja, aber in süßer, hast du überhaupt mal den Reflection Man gerochen? Natürlich habe ich den gerochen. Ich habe den hier stehen. Ja, den kann man nehmen, wenn du was sehr, sehr Elegantes haben möchtest. Aber wenn du auffallen möchtest ein bisschen und trotzdem gut ankommen möchtest, vor allen Dingen bei den Ladies, dann ist das der Duft. Ihr habt dieses Reflection Man Feeling, nur mit mehr Süße, bisschen Holzigkeit, aber sehr, sehr pudrig. Ich finde, ein Reflection Man hat ja nichts mit Iris und mit dieser Pudrigkeit zu tun. Das ist hier gegeben, Hammerteil. Und hier kleiner Flakon. Es gibt auch, glaube ich, nur den in der Größe. Hier, schaut euch den an.
Ich hoffe, ihr seht das. Sehr, sehr nice. Einer der besten Designer des letzten Jahres. Kam der letztes Jahr, ich weiß es gar nicht, letztes Jahr raus. Da kommt ja demnächst auch wieder ein neues Ding. Bin mal gespannt. Aber das Teil ist schon sehr schwer zu übertreffen. Geiles Hammerteil. Gucci Guilty. Was soll ich da noch zu sagen? Eigentlich nichts, ne? Kommen wir zur nächsten. Da muss ich eigentlich nur einen Satz sagen, oder? Entweder, es wird wieder mehr als ein Satz. Ach, Aventus. Ja. Hier habt ihr Aventus. Und ja, es ist der selbsternannte King oder der King von vielen. Es ist einfach ein Ananasduft. Jetzt nicht mehr rauchig, aber immer noch spritzig. Bisschen Holz im Hintergrund. Eine DNA, vor allem in der Kopf-DNA, die keinen Nachbau hat, keine Alternative, hast du nicht gesehen. Das ist das Original, es bleibt das Original. Haltbarkeit leider nicht mehr so gut. Allerdings, ja, was heißt nicht so gut? Nach 8 Stunden sagen Leute, du riechst gut und ihr werdet wahrgenommen. Aber ich habe das Ding, dass ich den nicht mehr lange wahrnehme. Das Ding ist aber auch, ich kann auch die DNA nicht mehr wirklich riechen irgendwann. Das Original kann man noch mal machen, aber ja, ich habe irgendeine Alternative, die diese, sag ich mal, Aventus plus Absolut Aventus geht, habe ich jetzt die letzte Zeit oft vorgestellt. Von Afnan einer, es ist bombastisch stark, den nimmst du die ganze Zeit wahr. Das wäre natürlich nice, wenn das mal wieder von Creed kommen würde. Für einen selber wahrnehmbar, meine ich, nicht für andere. Wie gesagt, der wird schon von anderen nach 8 Stunden noch wahrgenommen. Und die Serge, ja, ist schwer zu greifen, würde ich mal sagen, weil es immer Tagesform bei den Duft ist. Naja, egal. Jetzt kommen wir zu einem Geheimtipp. Den habe ich lange nicht vorgestellt, den habe ich aber vor ein paar Jahren vorgestellt. Und andere haben den auch, glaube ich weiß ja nicht, überhaupt nicht mehr vorgestellt. Ich gucke natürlich auch andere kaum. Aber das ist der Pi oder Pi von Givenchy. Und ganz ehrlich, der sieht jetzt auch nicht mal so aus. Das ist noch eine alte Variante. Aber lasst euch gesagt sein. Die aktuelle Version oder die letzte Version, wirklich, die hat einen Kumpel von mir und die performt sehr gut noch. Sehr gut. Da wurde er nach 7 Stunden angesprochen. So, er wurde da noch angesprochen. Ich glaube, in einem großen Raum, in einer Mensa, whatever. Auf jeden Fall wurde er angesprochen. Das heißt, er performt immer noch gut. Hier natürlich so und so. Diese Version. Ganz ehrlich, einer der erotischsten Düfte. Brauche ich eigentlich nicht sprühen, richtig. Eine erotischen Düfte. Oh, die es gibt. Also der ist wirklich gut. Dieser Duft kommt über Benzo oder was das ist. Dann Kiefernadel. Das hört sich nicht gut an. Dann was Holziges, aber ich finde auch Vanille ist aber irgendwie nicht gelistet. Jedenfalls auf der bestimmten Seite, Parfumo nicht. Und aber das, was ich rieche, man hat schon irgendwas richtig schön. Das ist, wenn es eine Vanille ist, eine sehr strange, einzigartige Vanille. Und Kiefernadel oder es mag ja sein, dass das im Background irgendwie mitschwingt, aber das habt ihr nicht so wirklich also nichts irgendwas Nadeliges, Waldschratmäßig habt ihr da nicht. Das ist aber ein toller Duft. Dann habt ihr noch ein bisschen Eichenholz und Mandarine. Die Mandarine ist natürlich richtig cool. Das mag auch sein, dass ich bin der Meinung, aber ich rieche ein bisschen Vanille mit der Mandarine. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Aber dieser Duft Pi ist nice. Natürlich, die ganz alte Version hat diese Zeichen da unten in klein. Aber da kommen wir dann wieder von der Tiefe, bisschen von der Haltbarkeit, obwohl der ist gut. Ausstrahlung auch gut. Was wollt ihr mehr? Das merkt ihr dann irgendwann nicht mehr. Und wenn ihr dann noch eine alte findet, dann muss der auch wirklich, das muss ja auch gut sein. So, und das muss gut gelagert sein, ihr müsst da immer aufpassen. Und das ist hier, schaut euch das an, ein richtig schönes Teil. Er soll auch nicht mehr diese Aufwuchtung haben, glaube ich, habe ich gehört, soll es nicht mehr sein. Ja, lassen wir so stehen. Und der letzte kommt von Initio und das ist der Rehab. Ja, jetzt habe ich tatsächlich mal den Rehab rausgeholt, weil der eben gut kommt. Wer Spice Bomb macht, das Original Spice Bomb, nicht die Ableger, das Original Spice Bomb, das Winterliche, dieses Würzige, der wird hier auf seine Kosten kommen, weil das noch die bessere Version ist. Ja, es ist die bessere Version. Das sag ich. Ich habe Spice Bomb kennengelernt auf einer Kreuzfahrt. Und da durfte ich Spice Bomb, ja auch schon ein paar Jahre her, da gab's ihn auch, glaube ich, noch, nee, da gab's ihn noch nicht, habe
habe ich Spice Bomb kennengelernt, hab mich sofort in diesen würzigen, geilen Duft verliebt. Und ich habe natürlich auch die Ableger, aber darum geht's jetzt nicht. Und dann kam dieser Duft. Ich muss sagen, das ist schon, wie soll ich sagen, das ist schon von allerfeinsten. Hier ist natürlich Bergamotte. Wir haben hier auch Lavendel drin. Ich weiß gar nicht, ob bei einem Spice Bomb Lavendel und sowas drin ist. Da haben wir dieses weihnachtliche, schönes, würziges Gebäck. Das haben wir dort. Und das ist schon auch gut. Aber der Rehab, ich finde einfach, dass er noch, ich will das gar nicht sagen, aber er steht noch über den Spice Bomb. Ihr habt Patchouli, ihr habt noch Sandelholz, ihr habt Zeder. Es ist ein so geiler Duft, auch würziger Duft, der das irgendwie noch abrundet mit super, super Haltbarkeit und so. Ich finde, Initio ist so und so. Also muss man schon sagen, aus der Nischenwelt ist das eine sehr, sehr geile Brand, die einfach irgendwie immer nie betont wird, aber sie macht schon gute Düfte. Ich habe einige, sind schon tolle Dinger mit bei. So, das war's. Schreibt mal runter, welche habt ihr? Und ich muss natürlich den Satz wieder sagen, da gibt natürlich noch mehr. Die fielen mir aber auf. Was heißt fiel mir auf? Es fiel mir einfach auf, dass die immer gut ankommen, wenn ich sie trage. Und deswegen habe ich sie gezeigt. Also Grüße gehen raus an meine Mitglieder und natürlich an euch, für alle Neuen auch. Und ja, schön, dass ihr da seid. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.